Hallo, Hallo. wir sind's, die Piranhas. Willkommen zu Piranha Becken TV. Ich bin recht sommerlich gekleidet und du eher so herbstlich, ne? Weil so langsam doch, das stimmt nicht, ich habe eine lange Unterhose an. Also eigentlich bist du ja auch immer der Frostbüttel von uns. Ne? Ich habe ja auch gemogelt, ne? Ja, gibt halt Zeiten, wo es gut läuft und gibt auch andere Zeiten, ne? Mhm. Genauso beim Zocken auch, ne? Oder? Absolut. Seasonal Gamers ist das Thema heute. Ne? Gibt es Jahreszeiten, wo das Zocken besser läuft als andere? Also sind Jahreszeiten wirklich dafür verantwortlich, ob man mehr zockt oder weniger? Gibt immer dieses ominöse Weihnachten, wo ganz viele Leute sagen, das ist mal viel zu Hause und so. Mhm. Und darum zockt man halt mehr. Angeblich. Ne? Aber ist das wirklich so? Das wollen wir heute beleuchten. Und darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, bist du Saisonarbeiter? Also, zockst du eher so im Sommer oder eher im Winter? Und die haben Folgendes gesagt. Ich habe da nicht wirklich irgendwie Saisonen. Meistens sind es einfach Titel, die mich interessieren. Und wenn die einfach rauskommen, dann spiele ich sie. Völlig unter. Also eigentlich, ich bin eher davon abhängig, was mir die Spieleindustrie so auf den Teller legt, weil ich merke das wirklich, dass ich, selbst wenn ich mir vornehme, ich hole alte Titel nach, das sind dann irgendwann zu viele alte Titel, als dass ich mich dann irgendwie für einen Titel entscheide und dann zögere ich eher das Spiel, was ich gerade spiele, so lange raus, bis der nächste große Titel dann auftaucht, weil ich habe das mit diesem Pile of Shame abarbeiten, das ist nicht mein Ding, kann ich nicht. Das ist egal bei mir. Ich zocke in allen Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Sonnenwende, Tags des jüngsten Gerichts. Also ich zocke immer. Also wenn die Apokalypse kommen sollte und die 4 Reiter der Apokalypse bei mir einreiten sollen, dann zocke ich mit denen eine Runde Mario von mir aus. Immer. Ich zocke immer. Würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich zocke super regelmäßig im Stream. Da der Stream auch immer regelmäßig ist, würde ich sagen, das tut sich bei mir nicht viel. Ich bin ganzjährlich aktiv. Das ist ganz egal, komplett durchgängig das ganze Jahr eigentlich. Also ich habe da nicht so meine speziellen Saisons, von daher immer. Das ist mir egal. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal dazu komme irgendwie. Ne? So richtige Vollblutzocker, die ziehen das ganze Jahr durch. Ne? Ja, und wie sieht das so aus bei dir? Ich habe tatsächlich dieses obligatorische Sommerloch. Ja? Ja. Ja, das ist irgendwie... es ist schön draußen, es ist länger hell und es gibt mehr Events. Mhm. Und das führt dazu, dass ich sehr viel Zeit irgendwie auch draußen verbringe und dann weniger Zeit habe, wenn ich denn dann zu Hause bin. Und da bin ich dann halt müde oder noch irgendwie gestresst oder habe da noch irgendwas zu tun oder so. Und dann vernachlässige ich tatsächlich im Sommer das Zocken. Na, ist es denn? Und du? Ich bin ein Grottenolm. Und ich bin froh, wenn es ein gemäßigtes Klima ist. Ja. Die Sonne scheint rein, irgendwie Sonnenstrahlen und ich so, yeah, Sonne, und Björn irgendwie Rollo runter. Zerfall zu Staub. Also, ich kann das nicht. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass es warm ist. Ich möchte auch nicht, dass es kalt ist. Ich bin so eine Mimi, was das angeht. Ja, also ich bin sehr wetterfühlig und da ist es für mich eigentlich egal, weil ich die meiste Zeit dann in der Bude bin, wenn extreme Wetter sind und da eigentlich meiste Zeit immer dann das gemäßigte Klima man erzeugen kann. Man macht Heizung an oder eben hat eine kühle Bude oder macht Klimaanlage und so weiter. Und deswegen ist es bei mir völlig unabhängig. Ja? In der dunklen Jahreszeit, wie man sie nennt, im Winter ist es ja auch öfter mal dunkel. Ja. So, ja, das ist also jemand, der irgendwie entweder tags oder nachts spielt oder sich davon beeinflussen lässt, entsprechend dann auch ein bisschen schwieriger. Aber so bin ich nicht. Mir ist das egal. Ich kann ja auch dunkel machen, wenn es hell draußen ist. Ne? Und der Bildschirm, der leuchtet ja selber, deswegen braucht man auch kein Licht eigentlich. Ja? Horrorspiele spielt man jetzt im Dunkeln halt auch, aber gut. Ich bin ein Grottenolm. Ein Grottenolm ist ein molchartiger Schwanzlurch und der ist gerne irgendwo im Dunkeln. Das bin ich wohl. Ne? Und deswegen
verkrieche ich mich dann, wenn es heiß wird. Stimmt. Ja. Du hast halt eher so den Effekt im Winter zu Hause, gucken wir mal, zocken, ist cool, oder wie ist das? Genau, also ich weiß nicht, dann es wird früher dunkel und irgendwie ich bin aber noch fit und muckel mich dann irgendwo ein und dann habe ich Bock. Wenn es noch hell draußen ist, dann würde ich mich tendenziell vielleicht ganz gerne noch in den Garten setzen oder so und dann ist es später zu spät, wenn es dunkel wird. Weil ich muss ja dann morgens auch wieder früh raus und so. Das ist richtig. Diese Dinge, die führen dann dazu, dass ich tatsächlich im Winter mehr spiele. Du hast hier geschrieben, im Winter sind weniger Veranstaltungen. Genau. Naja, eigentlich nicht, ne? Zumindest die draußen. Das stimmt. Ja. So, aber drinnen gibt's ja auch Disco und Ja, in aber der das Kneipe sind irgendwie rumhängen und gefühlt die Sachen, die halt übers ganze Jahr da sind. Ja. Das heißt, du kannst immer in die Kneipe, in die Disco, ins Kino, ins Theater. Aber das sind so die Events, ja? Genau, das sind so Sachen, die sind irgendwie, verteilen sich übers ganze Jahr. Und im Sommer kommen dazu noch irgendwie die Mittelaltermärkte, irgendwie die Fressbudenaufsteller, gefühlt Kirmes. kommen die Leute dann irgendwie an die Sonne, ne? Ja. Ja, genau. Mhm. Und dann irgendwie, und es gibt auch Sachen, die du irgendwie im Winter nicht kannst, im Sommer aber schon. Zum Beispiel, was ich dieses Jahr leider vernachlässigt habe, du kannst ins Freibad gehen oder an den See. Gamescom Oder ist so. auch im Sommer. Ne, Gamescom ist im Sommer, ja. Das sind so, solche Sachen irgendwie, die dann im Grunde genommen von der ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden Zeit klauen, die mir an einer anderen Stelle dann fehlt. Mhm. Ne? Und wenn ich den ganzen Tag unterwegs war und bin abends total müde, dann fange ich nicht noch an zu zocken, weil das ist mir zu anstrengend. Dann will ich vielleicht noch was gucken und während ich es dann gucke, dann merke ich schon, Und ich muss dir dann erzählen, was gewesen ist. es tut mir auch leid, aber ich kann das manchmal nicht ändern. So, es ist bei uns seltener, dass ich einpenne und du mir erklären musst, was gelaufen ist, ne? Oder ist das... Das kommt drauf an. Kommt drauf an. Also beim Zocken, Ja. da penne ich eher ein. Ja? Und beim Gucken, du. Ja? Ja. Das kann man ja auch zurückspulen. Zocken nicht. Das stimmt, das heißt, ich habe eigentlich das Blödere losgezogen. Tja. Gut, man kann es nochmal spielen, aber das ist dann nicht dasselbe. Nee, nein, das macht man ja auch nicht. Das macht man auch. Also dann lasse ich mir lieber erzählen, ob ich irgendwas verpasst habe. Weihnachten bedeutete früher neue Spiele. Auch ist die das. These. Genau. Das ist dann der nächste Schritt. Ja. Also, weiß ich nicht, wenn man jetzt nicht irgendwie das Geld hat, sich ständig irgendwie ein neues Spiel zu kaufen, gibt es zwei Dinge, die dann auf diesen Zeitraum fallen. Erstens, in der Vorweihnachtszeit gibt es überdurchschnittlich viele Releases. Das zum Ende des Jahres im Allgemeinen. Und da warten dann viele drauf und zocken es dann auch quasi, wenn sie es dann haben. Und es gibt dieses Geschenkephänomen für diejenigen, die halt vom Weihnachtsmann beschenkt wurden, dass man dann quasi das Spiel hat und quasi zum neuen Jahr hin das dann auch zockt oder vielleicht sogar noch in den Weihnachtsferien. Gibt bestimmt genug Leute, die sagen, nö, habe ich nichts mit am Hut. Aber das Phänomen gibt's tatsächlich, ja. Ist das heute anders? Also, dass man irgendwie mehr Spiele zu Weihnachten gekriegt hat als unter des Jahres oder wie Ja. ist das? Ist auch immer noch so, ne? Nein, ja, Es weicht auf mittlerweile, ne? Ja, weil es daran liegt, dass ich als Kind halt mehr Sachen geschenkt gekriegt habe zu Weihnachten und als Erwachsener dann doch dazu tendiere, es mir einfach, wenn ich Bock drauf habe, vorher zu kaufen. Also ist dieser Sommerloch-Effekt bei Computerspielen nicht mehr so schlimm? Existiert noch so ein Stück weit, aber ist nicht mehr so schlimm, ne? Oder wie ist das? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Mhm. Es gibt ja dieses Sommerloch. Ja. Und es gibt auch sehr viele Publisher oder Entwickler, die sagen, ja, im Sommer rauskommen ist blöd. Ja. Weil da sind die Leute alle weg. Ja. Ne? Und dann Oder ist geben es, mir Geld für Urlaub aus oder für oder andere sind vielleicht Dinge auch nicht oder da, so, genau, ne? da muss man die Ferien auch noch berücksichtigen, irgendwie, wann es sich lohnt, ein Spiel auf den Markt zu werfen und so. Und so in der Winterzeit, gerade so September, Oktober, November, lohnt sich dann eher so ein Release, weil das dann hoffentlich vor Weihnachten noch gekauft wird. Und die Kauffreudigkeit der Leute ist dann auch höher. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie für meinen Urlaub spare irgendwie und das dann erstmal dafür brauche, dann kaufe ich mir jetzt gerade kein Spiel. Aber jetzt so, wenn es gerade so kalt draußen wird irgendwie und ich habe noch ein bisschen Geld übrig und habe vielleicht hoffentlich für Weihnachten noch ein bisschen was gespart, dann investiere ich mein Geld vielleicht auch in so ein Spiel. Das Ja. kann auch so einen Effekt haben. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr auch sowas wie ein Sommerloch, dass ihr nicht zockt? Oder eher vornehmlich im Winter Spiele dann auch kauft, ja, weil sie dann da rauskommen?
Oder ist das egal, weil wenn ich Bock habe zu zocken, dann kaufe ich es mir halt, und wenn es auf dem Grabbeltisch ist? Oder wie seht ihr das mit dem Sommerloch und mit dem Saisonarbeiter? Ja? Ist das wirklich so? Zockt man mehr im Winter als im Sommer? Ich glaube, ich nicht. Ich glaube, bei mir ist das ich habe so phasenweise so, ne? Das heißt, ich spiele ein halbes Jahr und dann habe ich wieder irgendwie 3 Monate Pause oder gefühlt vielleicht auch ein halbes Jahr oder irgendwie so, wo ich sage, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock zu zocken, ich lasse mich nur berieseln, irgendwie Serien zu gucken und so, und dann zocke ich wieder. Momentan habe ich die Phase, ich zocke sehr viel. Ja. Und da ist dann halt irgendwann dann auch mal gut wieder, und dann muss ich wieder irgendwie mich hängen lassen. Hat aber nichts mit Sommer oder mit Winter zu tun. Ja, stimmt. Das heißt, im Sommer hat diese Zeit bei mir angefangen, wo ich gesagt habe, so jetzt, ich habe jetzt Bock zu zocken. Noch vor der Gamescom fing das an. Und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert und hin und her und so. Und ich habe den ganzen Sommer über eigentlich gespielt. Ne? Jeden Abend irgendwie. Und das ist vielleicht im Winter andersrum. Ich weiß es nicht. Ja, bin gespannt. Ja. Auch noch an, was jetzt noch kommt. Ne? Ja. Ob es einen bei der Stange hält oder nicht. Ja. Das ist wirklich so. Naja gut, über die Weihnachtsfeiertage werde ich auf jeden Fall eine Weihnachtsedition spielen. Die Christmas Edition. Genau. Die Kult ist bei uns. Ja. Das heißt, gegen Ende des Jahres haben wir sowas wie einen vereinbarten Urlaub. Das heißt, die Firma sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr wird hier nicht gearbeitet. Das ist kein Zwang, aber es ist halt so eine Vereinbarung mit allen, da machen wir einfach mal nix hier, weil das ist so ein kaputter Monat, der Dezember. Ne, der fängt auch schon an mit Weihnachtsfeiern und hast du nicht gesehen, und dann läutet es irgendwie das Ende des Jahres ein. Und man muss jetzt nicht unbedingt zwischen Weihnachten und Silvester dann auch noch irgendwie reinquetschen. So, ne, deswegen tun wir die ganzen Termine dann so um diese Zeitraum so ein bisschen verdrängen, ne, nach hinten schieben in den Januar oder so. Und in der Zeit haben wir halt irgendwie ein Stück Spiel, je nachdem wie weit wir dann sind, ja, sagen wir, bis dahin machen wir das so, dass das Ding spielbar ist. Egal in welchem Stadium, ja. Wenn man jetzt halt mal mehrere Zeiten hat oder so, mehrere Weihnachten so, ne, bei so einer Produktion gibt es 2 Christmas Edition, eine sehr frühe und eine sehr späte, ne, und dann eine ganz späte. Also es gibt doch 3, ne, eine, wo schon mal irgendwie rudimentär ein paar Sachen drin sind, die sich noch nicht lohnen. In der Produktionsphase, ja, wo auch schon Sachen da sind, vor allem auch schon Storyzeug, die man dann spielen kann, Dialoge und Gedönse, und ganz am Ende, wo dann auch Sprachaufnahmen drin sind und das Spiel schon fast fertig ist. So, ne? Und das sind so die Christmas Editions, und die nehmen wir mit nach Hause und zocken die dann selber. Ja, das ist einfach super spannend, sich das dann anzugucken. Das heißt, einmal im Jahr setzen wir uns hin und konzentriert gucken uns unseren eigenen Kram an. Ne? Die ist mittlerweile Kult. Ja, und das ist auch das Feedback von dieser Aktion ist auch immer super wertvoll. Ne? Ja. Deswegen hat die sich so bewährt und sich bewährt, ja. Beibehalten haben wir die dann. Das ist schon cool. Ja. Auf jeden Fall. So, du hast hier noch stehen Black Friday im November und Cyber Monday im Dezember. Genau, die Frage war, inwieweit beeinflussen Sales denn den Kauf und das Zocken vor allen Dingen? Ne? Es gibt ja mal dieses Phänomen, super, da ist ein Sale, hole ich mir mal, und da liegt es auf dem Pile of Shame und wird nicht wieder angefasst. Ne? Auch schon mal eine Folge zu gemacht. Aber es gibt ja auch das Phänomen, dass ich ein Spiel gerne spielen möchte, es mir bisher zu teuer war, und dann warte ich auf einen Sale, dass es günstig wird, und kauf's mir dann. Und es gibt diesen obligatorischen Summer Sale tatsächlich, dass dann im Sommer, mitten im Sommerloch, auf einmal alle Spiele günstig sind und ich mir dann irgendwie ein bisschen was zusammenklauben kann von den Sachen, für die ich vorher nicht mehr Geld ausgeben wollte. Und dann habe ich die und kann die auch zocken. Das kann natürlich auch dann mitten im Sommer zum Spielen verleiten. Dasselbe gibt's dann aber nochmal im Winter, zum Beispiel mit dem Black Friday, der ist in der Regel im November, und den Cyber Monday, der ist dann im Dezember und fällt genau quasi in diese Weihnachtsgeschäft-Geschichte rein und macht dann quasi an 2 Tagen nochmal Sales, wo man sich günstig was kaufen kann. Nicht nur Spiele, sondern auch anderen Kram, aber das ist natürlich genau darauf ausgelegt, dass man sich dann vielleicht doch nochmal eben was holt irgendwie, was man vielleicht vorher nie brauchte oder so. Und vielleicht auch gar nicht braucht. Ne? Oder gar nicht wollte. Ja, gut. Ja, macht ihr das? Kauft ihr euch dann Sachen im Sale und zockt die dann auch direkt? Oder liegen die dann bei euch rum? Verleiten die dann zu einer Phase, in der ihr normalerweise gar nicht gezockt hättet, dass ihr dann doch spielt? Oder müsst ihr dann tatsächlich als Winterkind warten, bis das dunkel draußen wird, damit ihr es rauskramt? Vielleicht habt ihr ja auch eine Art von Frühjahrsmüdigkeit. Ne? Habe ich auch überlegt, ja. Ja? Gibt es vielleicht auch sowas, ja? Keine Ahnung. Mhm.
Ist auf jeden Fall interessant für uns zu wissen. Ja. Wann wir mit unseren Sermonern rauskommen am Ende des Tages, ne? Stimmt, ja. Ja. Ne? Ich meine, einige werden irgendwie blühen im Frühjahr auf irgendwie und Ja. fangen an, sich zu verlieben und die anderen, die gehen erst mal schlafen. Tja, Oder fangen an zu putzen. kann sein. Vielen Dank Ja. für diese Anregung. So, Passend hast du eine Community-Frage? Genau, habe ich. Die sieht folgendermaßen aus. Passt irgendwie so ein bisschen zum Thema. Wir hatten schon mal eine Folge gemacht über Crunch. Und da fragt einer, ihr habt erwähnt, dass ihr die Crunch-Time abgeschafft habt. Könnt ihr mal erklären, wie das zustande kam? Habt ihr das einfach beschlossen? Oder werdet ohne Crunch trotzdem mit allem fertig, wie ihr es geplant habt? Oder musste dafür irgendeine Form von Umstrukturierung erfolgen? Da muss man erstmal erklären, wie überhaupt Crunch zustande kommt. Bevor man erklärt, wie es zustande kam, dass man es vermeidet. Richtig. Crunch kommt dann zustande, wenn man sich sehr viel vorgenommen hat, wenn man sehr ambitioniert ein Ding gerne möchte, ja, und sagt, man möchte das geilste Spiel machen. So. Es muss so geil sein, dass die Leute einem das aus der Hände reißen, ja. Und da sind wir auch bereit, viel dafür zu tun und auch unsere Freizeit zu opfern und 100-Stunden-Wochen zu kloppen und. Das haben wir ja auch schon mal gemacht, so in unserer weiten Vergangenheit irgendwo, ne? Also mit Gothic und der Gothic-Reihe da beschäftigt waren und so. Da haben wir sehr viel gecrunched. Vieles passiert aber auch durch Unwissenheit, ja. Das heißt also, man weiß nicht so genau, worauf man hinaus möchte und dann wurschtelt man vor sich hin und versucht dann noch irgendwie das dann zu erzwingen, ja. Und dann merkt man ziemlich schnell, dass man darauf sehr viel rückwärts arbeitet. Dass man Arbeit in Dinge investiert, die man nicht vorher vernünftig durchdacht hat, ja. Dass man halt irgendwie Sachen doppelt macht oder dass man irgendwie sich nicht aufeinander abstimmt, dass einer etwas schon gemacht hat und hin und her. Also Chaoswirtschaft. So. Das heißt, wenn man es vernünftig plant und vernünftig so aufteilt, dass jeder seinen Arbeitsbereich hat und es immer fortwährend jeder was zu tun hat, ja, und dann immer auch da was Brauchbares dabei rumkommt, ja, dann ist das ideal und dann brauchst du auch keine Crunch-Zeit. Ja. Also man kann es darauf herunterbrechen, unsere Spiele, die sind jetzt immer noch ambitioniert, aber das A und O ist die Planung. Ja. Wenn man weiß, wie lange etwas dauert, wenn man weiß, wer wann was zu tun hat, dann kann man auch genau daraufhin planen und braucht keinen Crunch. Und unsere Ansprüche an uns selber werden auch nicht kleiner, die werden ja auch immer noch größer. Wir wollen Richtig. ja auch immer noch mehr, wir wollen auch immer noch weiter, wir wollen auch immer bessere Dinge tun, wir wollen auch uns immer noch irgendwo verbessern oder Dinge noch größer machen oder besser machen oder so, ja. Und das ist halt eine Geschichte, die sehr schnell dazu führt, dass man am Ende, wenn man irgendwann abgeben soll, das Ding, ja, dann merkt irgendwie, da sind aber noch 1000 Sachen, die wir noch machen müssen. Das darf nicht passieren. Nein. Ja, ist das ein aktiver Akt gewesen, zu beschließen, wir werden die Crunch-Time abschaffen? Ja, natürlich. Weil es nämlich sonst uns kaputt macht. Ja? Ja, das muss sein, aber es ist auch ein Erfahrungswert vor allen Dingen. Das heißt, es war ein schleichender Prozess, dass wir aus der Erfahrung heraus, wie es schlecht gelaufen ist, gelernt haben, wie man vernünftig plant, wie man vernünftig seine Zeit einteilt, wie man seine Kräfte auch vernünftig einsetzt. Und diese Erfahrung hat dazu geführt, dass wir das dann heute so machen, wie wir es jetzt machen und ziemlich genau auf dem Punkt arbeiten und auch wissen, wie lange die Dinge, die wir zu tun haben, dauern und dann im Grunde genommen nach 8 Stunden auch nach Hause fahren dürfen und ins Wochenende gehen, ohne dass dann irgendwie Schiss haben muss, dass da noch irgendwas großartig gefehlt hat. Der Knackpunkt ist, sich selber gut einschätzen zu können. Ne? Das ist das A und O. Zu wissen, okay, das und das habe ich gebraucht und nach dem Zeitraum, nach einem kleinen Zeitraum dann auch zu checken, stimmt das denn überhaupt, was ich mir da zusammengesponnen habe? Habe ich mich jetzt wirklich richtig eingeschätzt? Ja gut, okay, ist noch nicht ganz da und so, aber den Rest hole ich schon irgendwann nach. Nein, tust du nicht. Du holst nichts nach. Du bist genauso langsam oder so schnell, wie du in diesem Zeitraum von 2-3 Wochen oder vielleicht sogar Monaten oder so warst. Du wirst nicht schneller. Du wirst eher im Gegenteil. Du wirst an einigen Stellen vielleicht sogar, gibt's Ermüdungseffekte und so. Da musst du die Planung drauf anpassen. Ja, wir reden immer von Planung oder so, aber du musst dir angucken, was du in diesem Zeitraum geschafft hast und wie schnell du da warst. Ja, natürlich wird man vielleicht bei einigen Sachen ein bisschen schneller oder so, aber man kann das schon ziemlich gut ablesen. Es gibt einige Leute, die sagen, da mache ich die in einer Woche so, ja, und dann brauchen sie doch einen Monat. Da muss man da drauf dann hin planen. Der braucht einen Monat dafür. Selbst wenn er sagt, er braucht eine Woche. Das glaubt man ihm dann nicht mehr.
Das glaubt er sich selber vielleicht noch. Aber man merkt das ziemlich schnell, ne, dass man solche Sachen sehr, sehr, sehr schnell überinterpretiert und zu schnell versucht, ja, das müssten wir doch eigentlich irgendwie hinkriegen. Ne? Auf einem Viertel des Weges muss man sich tatsächlich fragen, machen wir uns da nicht was vor? Verarschen wir uns da nicht selber? Gucken wir uns das mal an, wie viel Zeit haben wir noch übrig und was schaffen wir da tatsächlich? Und dann, man muss die Planung immer wieder anpassen. Das heißt, man muss sich immer wieder hinterfragen, kriegen wir das noch hin? Und wenn nicht, dann muss man entweder kürzen oder seine Methoden ändern, dass man es tatsächlich dann auch hinkriegt. Und dann kann man auch Crunch sein lassen. Weil Crunch ist eine ganz böse Sache, die dazu führt, dass man körperlich und geistig völlig ausgehöhlt wird und dass Leute dann auch irgendwann mit Unmut und mit Ärger und Frust zur Arbeit kommen, ja, das will hier keiner. Wir wollen Spaß an der Arbeit haben, das merkt man den Produkten dann auch an, ja, ob sie Spaß gemacht haben oder nicht, ne? Und das kann man eine Zeit lang machen, wenn das ganze komplette Team irgendwie kollektiv der Meinung ist, da ziehen wir jetzt durch, da haben wir jetzt Bock drauf und so weiter, kann das eine coole Sache sein. Aber wenn nur einer dabei ist, der sagt, ich kann das nicht, ja, dann muss man ihm sagen, okay, dann eben nicht. So. Und wir haben halt für uns beschlossen, 8 Stunden am Tag, die müssen reichen. Ja. Man muss auch delegieren können. Man muss Sachen abgeben können und sagen so, pass auf, ich kann nicht mehr, mach du weiter oder so. Ne? Das ist auch noch so ein Ding. Gut. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Bytes TV. Genau. Dankeschön. Tschüss. Die Kamera, die hat abgestellt. Gut, dass wir noch ein paar andere haben.